in front of all the class. Miss Hospitality. Yeah, right. Do you like these? I can offer you these. That's okay, I need to teach right now. You don't want to try these. With black licorice? Yeah, I know. But with salt coated. Yeah, I bet it's worth whatever. Anyways, so now we're going to talk about a bit more about the struggles that the Gentile believers would have had. Gehen wir noch ein bisschen mehr über die Probleme der Heidenchristen. And again, Ephesus in this area was a very philosophical, new idea kind of place. Ja, und die Griechen haben Philosophie und neue Ideen geliebt. And as I said, it's very multicultural, different cultures coming into Colossae and Ephesus and this whole region. Und wie wir schon gesagt haben, in der Gegend viel Multikulti. Brought in lots of beliefs, brought in lots of philosophies, Viele Religionen, viele Philosophien. And as I say, the one rule of paganism is there's always room for one more God. Wie wir schon erwähnt haben, die Regel des Heidentums, es gibt immer noch Platz für einen weiteren Gott. So often you just keep adding it on. Also oft schmeißt man einfach noch einen drauf. Okay, so for a minute I want to look at their worldview. Also schauen wir uns für eine Minute deren Weltanschauung an. And it's called cosmological dualism. Der kosmologische Dualismus. And it's basically how can the good God or the good supernatural interact with a bad and evil world? Wie kann das gute Übernatürliche mit der bösen Welt interagieren? So basically what they believed Was sie geglaubt haben, is down here on the earth, or the physical, hier unten auf der Erde, das physische, it's evil, ist böse, it's bad, schlecht, whatever. Okay? von Grund auf. But then, Aber dann, up here you have hier oben haben wir God, spiritual, whatever. die Geistwelt. And that's good. Das ist alles gut. But they believed that God was so good that he couldn't interact with it. Und die haben gedacht, Gott ist so gut, der kann da nicht interagieren. So what they did is in the heavens, you might hear about Paul talk about different heavens and stuff. Und ja, ihr hört vielleicht, wie Paulus über unterschiedliche Himmel geredet hat. There was different beliefs about kind of this, but this is kind of a very general overview. Ja, und dann gab es der Glauben, der ist irgendwie so in der Richtung aufgebaut. They believed there was layers in the heavens. Dass es Schichten von Himmel gibt. Some had up to 7. Manche haben 7. Okay? And so everybody's trying to get to godliness, you know, they're trying to get to the divine. Und alle versuchen zum Göttlichen zu kommen. So every cult, every philosophy had their steps, their ways, whatever. Jeder Kult, jede Philosophie, jede Sekte hat irgendwo da so verschiedene Schritte. Even within Judaism, they thought, oh, you have to come and appease some angel here. Und die haben sich gedacht, ja, du musst, selbst die Juden haben sich gedacht, ja, da muss man hier irgendwie zu. And then they believed there was a ruler, some spiritual ruler here. Und dann, dass da in dem nächsten ein geistlicher Herrscher ist. So you see these things about rulers and principalities in the Bible, and Paul talks about. Man sieht die Herrscher und grundlegenden Sachen. He's speaking into this worldview. Redet in diese Weltanschauung. So I don't know necessarily to say that he's validating this worldview, saying it's true. Ich weiß nicht, ob jetzt die bestätigt oder nicht. I lean to more that he's just speaking into their worldview. Ich glaube, spricht nur in sie hinein, in diesen Weltansicht. And then this idea of Gnosticism comes in. Die Idee von der Gnosis kommt rein. So you have to have a secret knowledge to move through another layer. Dieses geheime Wissen, das nun durchkommt. Another something there, another angel here, another da, noch ein Engel da und wine cult here.
Weinkult dort in deinem Sektor. Eternally called, whatever. It goes on and on and on and on. Ja. Geht weiter und weiter. Okay, so that's their problem. Das ist das Problem. Get from here to there. Kommt von da nach da. Okay, we'll just slide this over this side. Schieben wir das wieder zu. Alright. So, I don't know if you kind of see this over here. But you got all your Greek philosophy, all the whatever, so it's just full of all these things trying to get to godliness. Und man sieht ja, es ist eben schwierig, alle wollen zur Göttlichkeit zu kommen. Now, there's two ways people would look at this as well. Und es gibt verschiedene Blickwinkel da drauf. Either you would strive, basically it's kind of pick your poison. Do you want pleasure or pain? Und das ist der Gedanke, du musst auswählen jetzt, Leiden oder was Schönes erleben. And the first one's libertinism. Und als erstes haben wir da den They view the spiritual and the physical as so separate that, well, being in my physical body will never get to eternity, to the spiritual. Wo die Anschauung ist, hier in meinem physischen Leib bin ich so schlecht und Gott ist so, das Spirituelle ist so weit weg, ja, da komme ich nie hin. So the flesh is of no eternal consequence. Also hat das Physische, das Fleisch keine endgültigen Konsequenzen. Therefore, just enjoy life. Enjoy all the pleasures of life. Deswegen genießt das Leben und alles Schöne dran. I.e. fertility cults, wine cults, getting drunk, walking on ceilings, whatever. I don't know. Zu trinken und Sex und so weiter. That's where all these pleasure cults come from. Da kommen diese ganzen Genuss-Sekten her. Would agree. Huh? It's just a joke off the picture. Oh. There we go. So your other method, though, let's say you want to obtain the spiritual. Und dann die andere Methode ist, dass du das spirituell erreichen willst. The flesh is evil. Das Fleisch ist böse. So it's preventing you from getting to the spiritual. Es sorgt dafür, dass du nicht ins Spirituelle kommen kannst. So they had something called asceticism. Also hat man den Asketismus. So you want to beat your flesh into submission. Du willst dein Fleisch in den Gehorsam und Unterwerfung prügeln. So that could be some forms of fasting, Zum Beispiel durch Fasten. all the way to physically mutilating yourself and causing pain. Bis hin zu physisch deinen Körper beschädigen, um Schmerzen zu verursachen. And one of the main problems here is the Gnostic beliefs, which fit into this. They really believed that evil and the physical and the spiritual God could not touch. Und die dachten, der physische, spirituelle Gott kommt da nie ran. So Jesus was a problem for them. Jesus war da ein Problem für die. Because the gospel the disciples were proclaiming is that he was fully God and fully man. Denn das Evangelium verkündet, dass komplett Mensch und Gott war. So they had a saying, Jesus, he came down to earth, but when he walked, he didn't leave any footprints in the sand. Dass sie gesagt haben, Gott, Jesus ist auf die Erde gekommen, aber als er über den Sand gelaufen ist, hat er keine Spuren hinterlassen. And they formed other beliefs which formed the Gnostic kind of gospel. Und haben da so andere Sachen gesagt, die das gnostische Evangelium geformt haben. Again, a fictional series called the Da Vinci Code, a book series, movies was made kind of based on this philosophy. Wieder, dieser Da Vinci Code wurde diese Philosophie rum. And there's a very, there's going to be sound, I don't know if the sound's ready. So there's a scene that really kind of exemplifies asceticism. Und da gibt's eine Szene, die diese Asketismus zeigt. It is a bit graphic. Es ist ein bisschen grafisch. So if you're kind of sensitive to that, you can kind of look away.
Wenn du zu sensibel bist, dann schon so, kannst du das wegschauen. You've been warned. Aber ihr wurdet gewarnt. Alright, so we go. See it okay-ish? Alright, so that's asceticism. Das ist der Asketismus. Also, again, with the whole Jewish thing, because remember there's a big Jewish population in Colossae, Dann auch das ganze Jüdische, denn wir wissen, es waren viele Juden in Kolosse. and so they bring into this mix the whole their Old Testament law, dietary laws, their festivals, which go around the moons and stuff. Und die bringen auch all ihr ganzes jüdisches Zeug mit. Circumcision, and also kind of these other ideas of they brought in appeasing angels. Ja, mit Beschneidung und Engel zufriedenstellen. Alright? So we can add that to the mix. Schmeißen wir das noch in den Pot mit rein. So the problem in this church is that when the disciples came and they came and preached Jesus, Das Problem ist jetzt, als die Apostel gekommen sind und Jesus gepredigt haben, they go, great, they're pagans. And what's the one rule of paganism? da sagen sie, sind das halt die Heiden. Und was ist die erste Regel des Heidentums? Always heard for one more God. So they say, okay, Jesus goes wherever. Und die sagen dann, ja, Jesus kommt hier irgendwo mit rein. And so they just threw him into the mix. Wir schmeißen ihn einfach nur in den Pot mit rein. He couldn't be both fully human, he couldn't be fully divine, he was somewhere in the middle. Er konnte nicht ganz göttlich sein, er konnte nicht ganz menschlich sein, also ist er irgendwo dazwischen. So yeah, they accepted Jesus, but they accepted everything else. Und die haben Jesus akzeptiert, aber auch alles andere. So, good little example. Haben wir ein kleines Beispiel. It's a little bit melted now, but that's okay. Schon ein bisschen geschmolzen, aber es ist ganz okay. Vanilla ice cream. Vanilleeis! It's good. It's tasty. Right? But you know what? You can always add toppings, right? Man kann immer noch was aufs Eis drauf tun, To make it better. um es besser zu machen. So they said basically this is called syncretism, when you just mix all your religions together. Das ist jetzt der Synkretismus, wenn man einfach alles zusammenschmeißt. So they said, yes, you need Jesus, but you need this other stuff too. Und die sagen, ja, du brauchst Jesus, aber du brauchst das andere auch. They want to add toppings to their ice cream. Die wollen was auf ihr Eiscreme drauf, auf ihr Eis draufpacken. What can be wrong with that? Was ist daran verkehrt? Well, the problem is they think these toppings are good, Das Problem ist, sie denken, das Zeug da drauf ist gut, but I think we know. aber ich denke, wir wissen, Yeah, that's what's up. They're not the right kind of toppings. die sind nicht die richtigen Arten von So let's put some toppings on this. Ketchup! It's really delicious. That's here. So let's add a little bit of Gnosticism. Ein bisschen Gnosis, Let's add a little bit of Judaism. ein bisschen Jüdisches, A little bit of some, whatever cult. ein bisschen was von dem Kult. Something spicy. What's a spicy version?
emperor worship or whatever. Ein bisschen Kaiser, Add some Greek philosophy. griechische Philosophie. And add some Greek logic. Now we have toppings on our ice cream. Jetzt haben wir was Leckeres auf unserem Eis. See, now Jesus is so much better Jesus ist so viel besser with toppings. mit Sachen drauf. Soßen dazu. Bernie has a hard stomach. So this is the Colossian church. Das ist die Kirche in Kolossee. This applies to the Ephesians as well, Die Epheser, in this whole region. die ganze So Region. the first couple of chapters of Ephesians Die ersten paar Kapitel im Epheser is the same thing. geht genau um das. Now take a good sniff or taste. Seine Nase voll. Mmm, yummy ice cream. Anybody wanna taste it? Just taste. Yeah. It smells like salads. Yeah, it smells like the spicy stuff. Sometimes I do this and I'm able to get a really combination where it's just like totally gag worthy or something. Can I taste them? Yeah, I'm always looking for somebody. Sometimes I can get somebody, usually the young, like 19-year-old kid, will usually taste it. Oh, we got, here we go. There you go. It's not that bad. Let me wash my hand too. Rinse off my hand real quick. Cool. So now, you can read this kind of beginning of Ephesians and here in Colossians. This is our problem. Also das ist unser Problem in Epheser und in Kolosser. So Paul has to write into this. Also Paulus schreibt da rein. But in their faith, there's just so much striving in here. Ja, aber es ist so viel Streben da drin in diesen. So what's Paul's answer? Was ist jetzt die Antwort von Paulus? Jesus is the answer. Now, here. Alles Jesus oder was? Okay. Now, if we jump into Colossians, Wenn wir jetzt in den Kolosser springen, I have the exact reference here. It's chapter 1, verses 15 through 20, if I remember correctly. I'll double check it real quick. 1. Kapitel 1. Colossians 1. 15. 15. This. From what I'm doing here to 20. That's So 20. 20, yeah. Alright, there's the extent of my German I've learned. Alright. Now, this is a what they call a hymn, a song, or a poem. Da haben wir jetzt was ein Hymnus oder Gedicht genannt wird. And so it's meant to be kind of like in traditional churches when you recite out, kind of as a congregation together, kind of rhythm, a statement of faith. So ein Glaubensbekenntnis, das vorgelesen werden kann. Okay, but I'm going to read it, but I want you to look at the board here Ich werde es vorlesen, aber ich möchte, dass ihr die Tafel anzeigt, as I read this. während ich es vorlese.
Christ is the visible image of the invisible God. He existed before anything and was created and is supreme over all of creation. For through him, God created everything in the heavenly realms and on earth. He made the things we see and the things we can't see, such as thrones, kingdoms, rulers, authorities in the unseen world. Everything was created through him and for him. He existed before everything else, and he holds all of creation together. Christ is also the head of the church, which is his body. He is the beginning, supreme over all who rise from the dead. So he is first in everything. For God in all his fullness was pleased to live in Christ, and through him God reconciled everything to himself. He made peace with everything on heaven and on earth by the means of Christ's blood on the cross. If you read this statement alone, I'm telling you, when I did the teaching prep for this many years ago, I was really confused. Like, this is some philosophy that I don't get. Ja, also als ich das vor Jahren das erste Mal vorbereitet habe, habe ich gedacht, das ist irgendeine Philosophie, die ich nicht verstehe. But by understanding the worldview, we see what Paul's trying to say. Aber wenn wir uns die Weltansicht anschauen, dann verstehen wir, was Paulus sagen möchte. Saying, church, you don't need all that other stuff. Kirche, du brauchst nicht all das andere Zeug. If you're trying to move through the layers, Wenn du durch die Schichten durch willst, you got an elevator named Jesus. dann hast du einen Aufzug namens Jesus. Fahrstuhl. You bypass all that stuff. You bypass all this nonsense. Du kommst an allem vorbei. Later on, also in Ephesus, when he's building on this idea, in Ephesians, he's building on this idea. In Epheser baut auf der Idee auf. He talks about, we read before, how Christ died and was rose and now sits at the right hand of God. Also redet er darüber, wie Christus erhoben wurde und neben Gott sitzt. Alright? And we talked about earlier the theology, if you've died with Christ, you've raised with Christ. Wir haben vorher darüber geredet, wenn du mit Christus gestorben bist, dann bist du mit ihm auferstanden. So if you're down here trying to be spiritual, and if you find your spiritual connection through Christ, where are you on this scale? Und wenn du jetzt da auf diese Skala anschauen willst, wo bist du, wenn du mit Christus gestorben bist? You sit at the right hand of God in Christ Jesus. Du sitzt zur rechten Hand Gottes bei Jesus. You've bypassed all these angels and principalities and secret knowledge and yada 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 All die geheime Erkenntnis, die Engel und sonstige Dinge, die da irgendwo dazwischen stehen könnten, bist du umgangen und bist direkt angekommen. You've bypassed all the asceticism. Du bist an all dem Asketismus vorbei. You've bypassed all the striving. Du hast das ganze Mühsal bist du umgangen. You sit at the right hand of God. Du sitzt zur Rechten Gottes. And so he explains, like, all these things that you've been trying to worship, they are submitted to Jesus. All die Dinge, die du anbeten wolltest, sind Jesus untergeordnet. Yeah. So, like, theologically, we believe that now it's already happening, or only after we die? That's a good question. Let's look at an application. Spiritually, where are we with God? Spirituell, wo sind wir mit Gott? Spiritually thinking, in Jesus, Yeah. we're already sitting next to Yes. Spirituell sind wir neben Gott. God. Right now,
in this moment, Yes. Jetzt in diesem Moment you have everything that you could ever have spiritually. hast du alles, was du spirituell jemals haben könntest. Because they kind of made this equation in their lives, which I showed briefly a minute ago. Da haben sie diese Gleichung gemacht, die ich vorher schon mal gezeigt habe. Jesus plus blank equals salvation. Jesus plus XY gibt Errettung. Okay? And I hope most of you have gotten that by now, or at least this week we talked about grace. Und ich hoffe, dass ihr alle das bis jetzt verstanden habt, oder zumindest jetzt diese Woche, wo wir über Gnade reden. Paul's solution is Die Lösung von Paulus ist simply Jesus equals salvation. einfach, Jesus ist gleich Errettung. I think probably most of us are fairly Western world and things, and probably idolatry and paganism is probably not too big of a deal for most of us in this room. Für die meisten hier im Raum ist wahrscheinlich Götter oder Götzendienst nicht das große Problem. Yeah, there's some areas that we still encounter it. Aber es gibt immer noch Gegenden, wo wir dem begegnen. So I don't think that's necessarily the issue that we necessarily have in this room. Das ist nicht das Problem, das wir in diesem Raum haben werden. But there's something, another deep issue here. Da ist noch ein anderes tiefes Thema drin. And what I see in this, the bigger thing for us, it's Das Problem für uns ist, we talked about being an inherited son and stuff. So we're through Jesus, we are an inherited son. We sit here. durch Jesus sind wir Erben und sitzen mit. What is that? Was ist das? It's identity. Das ist Identität. I think our biggest issue is Jesus in our lives. We often walk in Jesus plus something equals our identity. Wir denken uns oft, Jesus plus irgendwas ist unsere Identität. Yes, I got Jesus, but I really need to do well in school. Wir sagen, ich habe Jesus, aber ich muss wirklich in der Schule gut sein. You know, a career, Karriere, a ministry, Dienst, spouse, Partner, finances, Finanzen, education, Bildung, prayer, Gebet, worship, Lobpreis, Bible study. Bibelstudium, I say mission, but ministry. Mission, aber zum Beispiel Dienst. There's all these things that we want to add to our lives. Es gibt all die Dinge, die wir zu unserem Leben hinzufügen möchten. Yes, I got Jesus, but if I had this, then I'd really feel secure in my identity. Ja, ich habe Jesus, aber wenn ich das andere auch noch hätte, dann würde ich mich richtig schön sicher in meiner Identität fühlen. You know it? It's just as wrong. Und das ist genauso falsch. Because the truth is that we sit in Jesus next to the right hand of God. Und denn die Wahrheit ist, dass wir neben Jesus, mit Jesus neben Gott sitzen, an der rechten Seite. If you think about your passport or your national ID, Und wenn du an deinen Pass oder deine nationale ID-Card, deinen Ausweis denkst, okay? We call that identification. So das it's, nennen wir die Identifikation. and what does that have on it that gives Was us our hat das identity? auch drauf? It has our name, Unseren Namen, our family name, unseren Familiennamen, where we come from, wo wir herkommen, where we live, wo wir leben, how old we are. wie alt wir sind. On essence of that, it's In der Essenz, what family do you belong to? welche Familie gehörst du? Zu welcher Familie gehörst du? What nation, what nationality or kingdom do you come from? Welche Nationalität, welches Königreich, aus welchem Königreich kommst du? Identity is who do you belong to?
Identität ist, wo gehörst du dazu? Zu wem gehörst du? So we can look at it spiritually. Schauen wir uns das spirituell